Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Technikvideo von 9FF. Heute Thema, was wir glaube ich noch überhaupt gar nicht hatten, obwohl es eigentlich alle unsere leistungsstarken Autos 991, 992 betrifft, Doppelkupplung. Doppelkupplungsgetriebe, Verstärkung der Doppelkupplung. Und was ist überhaupt ein Doppelkupplungsgetriebe? Wie funktioniert das? Wie ist speziell die Doppelkupplung aufgebaut? Und um das Ganze gut zu veranschaulichen, hat der nette Markus schon einen 992 auf der Bühne, hat das Getriebe schon ausgebaut, hat das Getriebe schon in die entsprechende Lage gebracht und teilzerlegt, um jetzt gleich die Doppelkupplung, das Paket auszubauen. Das ist das Doppelkupplungspaket. Ein großes Teil überträgt die Kraft zwischen Motor direkt auf die Getriebeeingangshöhe. Da ist es. Ja, Markus, komm mal rüber zu mir damit. Klasse, Dankeschön. So, das ist es. Doppelkupplungspaket 992 Turbo. Reicht unserer Erfahrung nach so bis knapp 1000 Newtonmeter. Einige ein bisschen mehr, einige ein bisschen weniger, je nachdem wie viel Launchstarts das Auto schon hinter sich hat und wie der Fahrer damit umgegangen ist. Und vielleicht auch, wie es original eingestellt ist. Das erkläre ich gleich und zeige das. Wir starten damit, das Teil aufzumachen, weil dann können wir am besten zeigen, was da alles drin ist. Erster Schritt. Markieren von Deckel und Gehäuse, weil vielleicht gut ausgewuchtet. Lieber genauso wieder zusammenbauen, wie es war. Also Farbmarkierung geht schnell. Haben wir die Sicherheit, dass es genauso wieder zusammenkommt und hoffentlich dann auch gut ausgewuchtet ist. Nächster Schritt. Öffnen des Ganzen. Ist mit einem Sprengring zusammen das Ganze. Guck mal. Schlechte Vorbereitung hier. So, Sprengring entfernen. Hat richtig ordentlich Fofo das Ding. Also gut festhalten, sonst fliegt er einem um die Ohren. Nummer 1. Als nächstes Deckel ab. Der Deckel, weil das ganze Teil ja ein möglichst stabiles Gebilde abgeben soll, ist ziemlich eng gepasst. Das heißt, ganz ohne leichte Gewalt geht der nicht ab. Da ist er. So sieht er von innen aus, so sieht er von außen aus. Ab ist er. Jetzt kann man schon ein bisschen was erkennen. Und zwar ein Lamellenpaket. Das andere ist hier drunter. Das andere, wie gesagt, da drunter. Da sitzt es. Auch wieder fest mit einem Sprengring. Einmal das Ganze auf den Kopf stellen, dann fällt alles raus. So. Das ist das originale Kupplungsscheibenpaket. Man sieht 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kupplungsscheiben. Das sind die mit die Lamellenscheiben, diese hier mit der Riffelung drauf. Ähnlich wie im Automatikgetriebe oder in einer Mofa, in einer Mehrscheibenkupplung oder einem Motorrad oder wo auch immer. Im Prinzip ganz ähnliches Arbeitsprinzip. So, kleine Kupplung. Große Kupplung ganz genau das gleiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lamellen. Und entsprechend viele Stahlscheiben. So, ganz wichtig dabei, wenn wir da jetzt mehr Scheiben einbauen wollen, weil zur Verstärkung zählt im Prinzip, entweder könnte ich den Druck auf das Ganze erhöhen, ich drücke das weiter zusammen, da könnte ich mehr Kraft übertragen, mehr Drehmoment, oder wenn ich den Druck nicht unendlich erhöhen kann, weil der ist natürlich durch den Öldruck, durch die Ölpumpe, durch die Sensoren und alles begrenzt,
brauche ich mehr Scheiben, weil jede Fläche reibt aufeinander. So, ich habe hier eine Fläche, dann habe ich hier die nächste Fläche, habe die nächste Fläche. Je mehr Flächen ich habe bei gleichem Druck, desto höher ist mein Drehmoment, das ich übertragen kann. Also ist es für uns das Einfachste, einfach mehr Scheiben einzubauen. Einfach ist aber nicht ganz einfach, weil man darf ja nicht dicker werden, als dieses ganze Paket original ist. Weil wenn es dicker wäre, würde es hier gar nicht mehr reinpassen. Und ich brauche ja auch noch ein gewisses Kupplungsspiel, weil entweder die eine ist gedrückt oder die andere. Es können nicht beide gedrückt sein, dann hätte man ja mehrere Gänge gleichzeitig drin. Das heißt, eine Kupplung offen, eine zu, eine offen. Das ist immer das Wechselspiel, so arbeitet die Doppelkupplung und das Doppelkupplungsgetriebe. Also muss ich zum einen die gleiche Höhe haben und darauf achten, ich habe das richtige Luftspiel. Und normalerweise, und das machen wir auch jetzt, lege ich das Ganze vorher dazu noch einmal da rein und messe einmal zwischen Sprengring und Kupplungslamellenpaket, wie viel Luft ich überhaupt habe. Geht bei dieser Scheibe aber nicht, weil die hier so einen komischen Absatz drauf hat. Das heißt, ich kann da nicht durchmessen. Deshalb habe ich eine genau gleich dicke Scheibe. Darum geht es, um die Verzahnungsdicke. Die ist genauso dick wie diese hier, die aber keinen Absatz hat, die ich anstelle der hier mit reinlegen kann und kann dann ganz einfach messen, wie dick ist mein komplettes Kupplungspaket. Habe dann mein Maß, messe das nach Möglichkeit an ein paar mehr Stellen, drücke das Ganze ordentlich zusammen und weiß, auf was Porsche, auf welche Kupplungspaketdicke Porsche das Ganze eingestellt hat. So. Danach nochmal wieder alles zurück. Alles einmal rein, um das wirkliche Luftspiel des Pakets im Gehäuse zu messen. Weil nur wenn ich das habe, dann habe ich zwei Maße, kann die miteinander vergleichen, kann gucken, entspricht das dem, was wir bei anderen Kupplungen, weil wir schon zig davon gebaut haben, wissen auch, welches Luftspiel wir brauchen, damit sie entsprechend so einkuppelt, wie wir das haben wollen. Schnell und satt, um dann auch richtig Kraft übertragen zu können. So, jetzt kommt wieder der Sicherungsring da rein. Schwuppdiwupp. Oberste Scheibe hochziehen, damit der Sprengring ganz oben sitzt. Und dann ganz klassisch Fühlerblattleere. Mal gucken, wie viel Spiel haben wir denn. Oh, geht noch mehr rein. Geht noch ein bisschen mehr rein. Das ist saugend schmatzend. Da schon fast ein bisschen zu eng. Da geht es wieder. Da geht es auch. Relativ eng. Wunderbar. Messen das Ganze einmal aus. Und haben das Luftspiel glücklicherweise genauso wie wir es bei allen anderen Kupplungen bisher auch hatten. Also sie hat zumindest vom Verschleiß der Belachoberflächen nichts mitgemacht. Ist also noch in gutem Zustand. Aber ich habe eben schon gesehen, als ich sie aufgemacht habe, und vielleicht hat es der eine oder andere eben auch schon gesehen, als ich die Teile einzeln in der Hand hatte, haben die Zwischenplatten, die Stahlscheiben, mal gucken, wo war es, schon Flecken. Hitzeflecken, Hotspots. Das heißt, da ist die Kupplung schon mal durchgerutscht. Und wenn es rutscht, gibt es Wärme durch Reibung und dann entstehen diese schwarzen Flecken. Und je mehr man davon hat, da ist auch wieder was. Mal sehen, ob wir noch was finden. Also, die war schon an der Grenze. Vielleicht sind auch schon einige Launchstarts drauf, ich weiß es nicht. Auch das stresst eine Kupplung natürlich. Also die letzten sehen alle relativ gut aus. Aber sie hat eben schon etwas gelitten. So, kleines Paket, sind wir mit durch. Großes Paket, gleiche Reihenfolge. Einmal Gesamtdicke messen. Relativ dünn, erstaunlich.
Ringsum aber gleiches Maß. Wir gucken jetzt mal einmal, ob wir irgendwo was mit der Temperatur schon sehen. Die sieht etwas besser aus. Bisher noch nichts zu erkennen. Ja, die hat bisher weniger gelitten als die kleine. Und auch da machen wir wieder das Gleiche. Wir legen sie einmal komplett ein. Nur da ist halt gleich, sehen wir gleich, das Messen etwas komplizierter. Denn der Deckel ist quasi der obere Anschlag der Kupplung. Und dann können wir ja von innen nicht mehr messen. Also gibt es zum Glück einen Trick, wie man das Luftspiel trotzdem ermitteln kann. Und zwar wie folgt. Ich habe noch eine zweite Kupplung, quasi unser Entwicklungsteil. Jetzt muss ich auch mal kurz den Deckel abnehmen, den brauchen wir nämlich dafür für die Messerei. Ja. Wir müssen ja irgendwie jetzt messen, wie dick der Deckel ist. Und durch den Deckel durch bis auf die Lamelle messen, um dann wiederum die Deckeldicke abziehen zu können, um zu sagen, okay, das ist wirklich mein Luftspiel. Und dazu habe ich hier umlaufend in den Deckel 4 Löcher reingebohrt. Dadurch kann ich, wenn der Deckel hier drauf ist, durch den Deckel durch bis auf die Lamelle messen. Ich muss dazu das Ganze wieder fixieren mit dem Sprengring. Deckel ist überall drin. Ring fest einklemmen. Und dann durch den Deckel durch meine gebohrten Löcher messen. Ja, es gibt inzwischen schon 2 unterschiedliche Arten von Kupplung mit unterschiedlicher Bemaßung. Das ist die neuere. Bei der älteren Ausführung, das waren scheinbar die ersten Autos, 2002, da ist das Maß etwas anders. Aber das hier ist so, wie ich es kenne. Ringsum auf 1/10 gleich. Das sieht gut aus. Dann kommt der Deckel jetzt wieder ab. So, stopp. Eins muss ich euch noch zeigen, weil jetzt habe ich ja nur die Höhe von Oberkante Deckel. Und jetzt brauche ich nur, ich weiß ja das Maß, aber euch zeige ich es trotzdem, einmal quasi ohne Luft unter dem Deckel zu messen. Wie dick ist mein Deckel denn überhaupt? Ja, immer noch genauso wie er vorher war. Wie immer. Und genau das Maß muss ich jetzt von dem anderen Maß abziehen und dann weiß ich genau, wie viel Luft ich da drin habe. So, und auf genau das gleiche Spiel muss ich jetzt eben alles wieder ganz genau so einstellen. Also, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir wissen, dass die Paketdicke von der großen Kupplung passt. Wir wissen, dass die originale Paketdicke von der kleinen Kupplung passt. Kann das alles wieder raus. Und man sieht schon hier, ich weiß nicht, ob es auch in der Kamera zu sehen ist, ich habe hier vorbereitet, wir haben uns schon diverses an Scheiben in Belagscheiben in dünner, Stahlscheiben in dünner, in unterschiedlichen Stärken für große und kleine Kupplung anfertigen lassen. Sowas zeichnen wir und dann wird das für uns hergestellt, damit wir dann eben entsprechend in die Kupplung, die normalerweise 6 Scheiben hat, 6 Belagscheiben, 9 reinbekommen. Das heißt, Verstärkung des Ganzen 50% plus, von 100% auf 150%. Also bei 1000 Newtonmetern von 1000 auf 1500
bevor die Kupplung durchrutscht. Also im Prinzip fast jedes Tuning, was aktuell für 992 erhältlich ist, können wir mit unserer Kupplung ganz locker darstellen. So, man sieht schon, alles deutlich dünner, deshalb viel mehr drin. Wollen wir mit der ersten anfangen. Ich habe das Paket ja vorbereitet, das ist quasi unser Standardpaket. Hat exakt die gleiche Dicke wie das andere Paket auch. Und fangen wieder an, alles zusammenzustecken. Den brauche ich, weil der hat die Innenverzahnung der Lamellen. Außen im Gehäuse ist die Außenverzahnung der Stahlscheiben. Eine, zwei, drei, vier, 5, 6, jetzt wären wir beim Serienstand, 7, 8, 9, Glück gehabt, ich kann noch bis 9 zählen. So, Messdeckel rein, Paket rein, Sprengring rein, Dicke messen. Dazu nehme ich den Topf in der Mitte noch einmal wieder raus. Passe aber auf, dass sich die ganzen Lamellen beim Messen jetzt nicht mehr gegeneinander verdrehen, sonst kriege ich ihn hinterher nicht wieder rein, dann muss ich noch mal wieder alles zerlegen. Habe ein bisschen viel eingestellt. Jawohl. Noch ein ganz klein bisschen viel. So, wunderbar. Überall schön stramm drin und wir sind im Vergleich zur Serie minimal dicker. Das heißt, wir haben etwas weniger Luftspiel. Das heißt andersrum, der Kolben, der auf der Rückseite, also im Gehäuse hier innen drin, das ist dieser Ring hier, den man hier sieht, der bewegt sich in dieser Richtung und drückt die ganze Kupplung dann zusammen. Je weniger Luft oder vielmehr je weniger Weg der machen muss, desto schneller kann das Getriebe schalten. Also stehen wir generell auf Serie minus ein. Das heißt, ich nehme mal einfach einen Wert. Wenn das Original 4 mm sind, würden wir jetzt vielleicht einstellen auf 3,8 oder 3,7 oder sowas in der Richtung, damit der Gang noch schneller drin ist, vielmehr die Kupplung noch schneller greift. Weil wir wollen ja jedes Hundertstel Sekündchen sparen, damit es auch richtig ordentlich vorwärts geht. So, und das gleiche passiert dann jetzt eben auch noch mit der großen. Habe ich auch soweit vorbereitet. Wieder 9 Scheiben anstatt 6. Wir haben auch noch einmal wieder die Dicke messen. Exakt die gleiche Dicke. Perfekt. So, und genauso wie die andere einmal alles wieder zusammen. 8, 9, womit wir auch eine 50-prozentige Verstärkung hätten. Und der letzte. So, dann einmal sehen, wo ist meine Markierung vom Anfang, damit ich den Deckel wieder in der richtigen Position drauf bekomme. Da sind die blauen Striche. Hier ist mein blauer Strich. Also haben wir sie genauso wieder zusammen, wie sie ursprünglich auch war. Sprengring drauf, gucken, wo Anfang und Ende ist. Da ist er. Und wieder vorspannen. So, und damit haben wir jetzt eine um 50% verstärkte Kupplung.
bei der wir das Teil vergessen haben einzubauen. Das heißt, die machen wir gleich nochmal wieder auf. Und das ganze Teil bieten wir nicht nur für 992 Turbo so an, sondern das machen wir für alle Autos. Also das machen wir zum Beispiel Auto, wo es so gut wie gar nichts für gibt. 991.2 Carrera, 3 Liter Biturbo. Die Autos mit PDK leiden gerne unter rutschender Kupplung, wenn man deutlich über 600 PS geht. Muss man immer Ladedruck wegnehmen in mittleren Drehzahlen wegen des Drehmoments, haben wir auch eine Verstärkung für. Anstatt 6 Scheiben, anstatt 5 Scheiben, 7 Scheiben. Wir machen das für den 991 Turbo. Punkt 1, Punkt 2. Alles die Autos mit den zugeschweißten Kupplungen. Haben wir ein spezielles System, können wir alle verstärken. Genauso 992 Carrera, wobei die Kupplung recht gut ist, dann braucht man schon deutlich über 600 PS, damit es da rutscht. Aber auch die können wir machen. Also, das ist so ein bisschen unser Thema geworden, dadurch, dass wir da gute Kontakte zu unseren Lieferanten haben, mit denen wir auch schon Automatikgetriebe gemacht haben, kriegen wir die ganzen Teile. Wir haben zum Glück eine gute Abteilung für Zeichnungen, weil das sieht jetzt relativ einfach aus, vielleicht so eine Scheibe. Aber wenn man sich diese Zähne ganz genau anguckt, das darf da nicht in dieser Richtung Spiel drin haben, weil sonst arbeitet es sich ein. Es darf aber auch, es muss ein bisschen Spiel haben, weil sonst fängt es an, in dieser Richtung zu klemmen. Dann arbeitet die Kupplung nicht mehr. Ja, der Belag da drauf sollte nach Möglichkeit einen etwas höheren Reibwert auch noch haben als der Serienbelag. Machen wir mal 2 gleich hier in meine Hand nehmen. Ja, Serie 9FF, sieht man schon, sieht etwas anders aus. Hat eine andere Zusammensetzung und deshalb auch einen höheren Reibwert. So, und bevor man das eben alles zusammen hat, damit das Ganze funktioniert, muss man eben eine Menge bauen und noch eine Menge Erfahrung haben. Das gleiche gilt andersrum auch für diese Scheiben. Die sehen jetzt auch aus wie eine ganz normale Scheibe. Oberflächenbeschaffenheit, Material, muss alles wiederum zum Reibwert hierzu passen und zu der Flüssigkeit, in der das Ganze läuft. Weil das sind ja, sieht man hier ja nur noch deutlich, Kupplungen, die im Ölbad laufen, die sind geschmiert. Ohne Schmierung würden sie sofort verbrennen. Das heißt, es muss alles passen. Der Reibwert mit dem entsprechenden Öl dazwischen. So, und das ist eben die Herausforderung, dass man da ein richtiges Paket hinbekommt, dass so eine Kupplung noch funktioniert. Aber wie gesagt, da haben wir inzwischen viel Erfahrung. Wir haben ja schon viele starke Autos gebaut mit Doppelkupplung, ohne rutschende Kupplung. Deshalb denke ich, das haben wir im Griff. Ja, und dann würde ich sagen, dann mache ich das Teil dann noch mal eben schnell wieder rein. Und im nächsten Schritt sehen wir, wie Markus die wieder ins Auto, vielmehr ins Getriebe steckt, die Kupplung. Glück drin, Kupplung ist fertig. Markus, einmal übernehmen, wieder das Ganze rückwärts und wieder rein, bitte. Wichtig dabei ist, dass das Kupplungspaket treibt auf der Rückseite durch mehrere Nasen gleichzeitig die Ölpumpe mit an. Und deshalb ist es wichtig, dass das ganze Teil da ordentlich einrastet. Muss man immer so ein bisschen probieren. Klack, da war schon was, oder? War es das schon? Da ist er. Weil ohne Ölpumpenantrieb schlecht. Jetzt einmal eine Schutzkappe drüber, damit der Simmering nicht beschädigt wird. Den Deckel wieder drauf. Der wird dann gleich eingepresst und auch wiederum mit einem Sicherungsring gesichert. Und dann ist das Getriebe schon so gut wie fertig. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war etwas verständlich. Das Thema ist ja nicht ganz leicht. Aber ich denke, mit viel Anschauungsmaterial hilft immer doch reichlich. Ja, und sobald das Auto fährt, oder vielleicht auch schon, nein, vorher ja sicherlich nicht, gibt es auch noch mal eine Projektvorstellung zum ganzen Fahrzeug. Und dann könnt ihr dann vielleicht auch live mit erleben, wie die Kupplung sich in dem Auto fährt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in Kürze wieder dabei. Kommen wieder interessante Sachen. Bis bald. Ciao.